Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen heute mit den Heldenliedern Nibelungenlied für das Deutsche Haus von Emil Engelmann. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben, werde ich eine Infokarte einblenden, die zu den vorigen Folgen führt. Erstmal vielen Dank an den lieben Kommentator Holländer Michel, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, ein Kommentar unter der letzten Folge, dass ich doch einmal bei den Nibelungenstrophen die männlichen und weiblichen Kadenzen mir raussuchen soll, denn das würde sich deutlich besser anhören, wenn man sie berücksichtigt. Also habe ich mich hingesetzt und mich ein bisschen erstmal schlau gemacht, was überhaupt männliche und weibliche Kadenzen sind. Denn ich glaube, das wird in der Schule gelehrt, bei mir nicht. Oder ich habe es vergessen, wer weiß. Ich werde versuchen, jetzt diese Kadenzen zu berücksichtigen und die Betonung so gegen anpassen, kann aber nicht garantieren, dass das immer klappt. Ich bin kein professioneller Sprecher. Insofern werden wir mal sehen, wie ich das hinbekomme. Nichtsdestotrotz, ich werde es versuchen und wenn es sich deutlich besser anhört, werde ich das auch weitermachen. Gut, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen für die Folgen davor, aber vielleicht kann ich ja in einer Direktübertragung, also einen Livestream, das nochmal wiederholen und dann lese ich einmal komplett durch in 1, 2 Teilen oder so und dann kriegen wir das dann schon hin. Gut, wo haben wir aufgehört? Wir haben aufgehört bei dem Abenteuer, als der gute Siegfried von den Hagen erstochen wurde. Und machen jetzt weiter mit dem 17. Kapitel, 17. Abenteuer, wie Kriemhild Siegfrieds Tod beklagte. Nun mögt ihr sagen hören, von grausam Rache Mut, an Meintat wie sie selten, so grimmig einer tut. Es ließ den toten Siegfried, Kriemhildens Ehgemahl, Herr Hagen niederlegen, der Fraue vor den Saal. Er ließ in ihr verstohlen, hinbringen vor die Tür, dass sie den Toten fände, wenn morgens sie herfür. Zum ersten Messe ginge, ganz früh schon vor den Tag, wie dieses Frau Kriemhilde in Tugend immer pflag. Man läutete zum Münster, wie solches stets geschah. Ihr Ingesinde weckte Frau Kriemhild eifrig da. Sie ließ ein Licht sich bringen, dazu ihr früh gewandt, da kam zur Tür der Kämmerer, der bald den Toten fand. Er sah ihn rot von Blute, all sein Gewand war nass, dass es Herr Siegfried wäre, mitnichten wusst er das. Da eilte er erschrocken, die Leuchte in der Hand, zum Saale, wo Kriemhilden er mit der Frauen fand. Die Frommen wollten eben zur Münsterkirche gehen. »O Herren«, sprach der Knabe, »ihr mögt noch stille stehn. Es liegt ein toter Ritter vor eurem Gardem hier.« »Weh uns«, rief Frau Kriemhilde, »was kündest du doch mir?« Sie es noch erkannte, dass es ihr eigner Mann, an das, was Hagen fragte, so denken sie begann. Wie er ihn schirmen solle, da ahnte sie ihr Leid, zu Ende war für immer all ihre Fröhlichkeit. Zur Erde sank sie nieder, kein einziges Wort sie sprach, die schöne Freudenlose, wie tot am Boden lag. Doch bald sprang sie in Schmerzen, mit wildem Schrei empor, das durch den Saal hin schütternd, es klang in jedem Ohr. Das Blut brach ihr vom Munde, von herber Herzenspein. Kein anderer, so rief sie, kann es als Siegfried sein. Sie haben mir erschlagen, den heißgeliebten Mann. Brünnhilde hat's geraten und Hagen hat's getan. Sie ging mit ihren Frauen, wo sie den Toten fand. Sein schönes Haupt erhob sie mit ihrer weißen Hand. So rot war er von Blute, sie kannte ihn doch gleich. Herr Siegfried was, wie lag er, so schweigend und so bleich. Da rief in wildem Jammer die edle Königin: »O wehe meines Leides, wie führst du je dahin? Es ist dir nicht verhauen von Schwertern Schild und Leib, dir fällten Meuchelmörder, o weh mir armen Weib.
O ruft mir einen Boten und heißt ihn schnelle gehen. Die Degen soll er wecken in König Siegfrieds Lehn und soll auch Siegmund sagen von meiner grimmen Not, auf dass er mit mir klage um seines Sohnes Tod. Bald kam der schnelle Bote dahin, wo Siegmund lag, der alte Herr des Schlummers, die ganze Nacht nicht pflag, als ahnt er schon im Herzen, was Grässliches geschehen, dass er den Sohn nicht lebend sollt fürder wiedersehen. Steh auf, Herr Siegmund, mich bat zu euch zu gehen, Kriemhilde, meine Herren, der ist ihr allein Leid geschehen, dass ihr von allem Leiden das Herze grimm verzehrt, der soll ihr klagen helfen, denn ihr auch seid versehrt. Aufrichtete sich Siegmund und frug, was für ein Leid, beklagt die edle Kriemhild, gibt schnelle mir Bescheid. Da rief der Bote jammernd, sie hat so'n klagend Grund, Herrn Siegfried liegt erschlagen, o König Siegemund. Da sprach der greise König, lass solche Scherze sein, mir also böse Meere vom lieben Sohne mein, und sage es nie wieder, dass es erschlagen sei, sonst wird mein ganzes Leben ich nimmer jammersfrei. Und wollt ihr mir nicht glauben, was ich euch jetzt gesagt, so mögt ihr selber hören, wie Frau Kriemhilde klagt, und all ihr Ingesinde um König Siegfrieds Tod. Gar sehr erschrak Herr Siegmund, es schuf ihm bittre Not. Mit 100 seiner Mannen er von den Betten sprang, sie hielten in den Händen die Waffen scharf und lang, und diesen weheklagend zu Kriemhilds Saal hinan, nach folgten ihnen jammernd Herr Siegfrieds ganzer Bann. Als nun der König Siegmund die edle Kriemhild fand, sprach er, o weh der Reise hierher in dieses Land, wer raubte meinen Sohn mir, wer nahm euch euren Mann, wird bei getreuten Freunden solch Mordwerk denn getan, in seine Arme jammernd den toten Sohn erschloss, da ward von Siegfrieds Freunden das Klagen also groß, dass von dem Weherufen Palast und Saal erscholl, und Worms von ihrem Weinen ward lautern Jammers voll. Da konnte niemand trösten Herrn Siegfrieds treues Weib, man nahm aus den Gewanden den schönen toten Leib und wusch in seine Wunde, dann betteten sie ihn, wie Kriemhild es geboten, auf einer Bahre hin. Da schwuren zu dem Antlitz des Toten hingewandt die treuen Degen alle aus Nibelungenland. Wir wollen unsern König nicht ungerächet lahn, all hier im Hause weilet, der diesen Mord getan. Hoch oben sie die Schwere, empor und Schwert und Schild, mehr als 1100 Degen, zu rächen ihn gewillt. Doch keinem ward der Mame des feigen Mörders kund, es wäre denn er selber, der König von Burgund, samt seinen Freunden Hagen, mit dem Herr Siegfried ritt. Da warnte Frau Kriemhilde, wie sehr sie Pein auch litt, als sie die Nibelungen zum Kampfe sah bereit, die zorngemuten Degen vor dem verwegnen Streit. Es sprach die Jammersreiche, sag an, Herr Siegemund, was wollet ihr beginnen? Ist es nicht euch auch kund, dass meinem Bruder dienet so mancher kühne Mann? Ihr alle seid verloren, hebt ihr zu streiten an. Es sind der Übermutgen so viele hier am Rhein, dass sie euch ernstlich rate, lasst alle Zwietracht sein. Sie haben gegen einen von euch wohl 30 Mann, der droben wird's vergelten, was sie an uns getan. Drum bleibt bei dem Toten und tragt mit mir das Leid, bis es beginnt zu tagen, ihr Heldenkampf bereit. Dann helfet mir besagen, den herzgeliebten Mann, da sprachen alle Herren, wie ihr wollt sei's getan. Sie hießen Schmiede eilen, die schufen einen Sarg, von Silber und von Golde, gar mächtig groß und stark, mit Stahl ringsum beschlagen und Spangen schwer und gut, da war zu Worms verschwunden jedweder froher Mut. Die guten Bürger kamen in langer Schar daher, sie klagten mit den Degen um diesen Helden sehr. Sie wussten nicht, weshalben er leben ließ und Leib, da weinte auch mit den Frauen manch edles Bürgerweib. Zu End war so gegangen die jammerreiche Nacht, hintrugen sie den Toten zur Münsterkirche sacht. Da wollte König Gunther dem Sarge Siegfrieds nahen, und hinter ihm trat Hagen, der Mörder, auch heran.
Herr Gunther sprach, wie Schwester, des treuen Gatten dein. Wie bracht so grause Drangsal doch über uns herein? Wir müssen immer klagen um Siegfrieds jähen Tod. Was schwatzest du so trugvoll und höhnest meine Not? Rief sie, wärst du dir leide, so wär es nicht geschehen. Ihr habet mein Vergessen, das muß ich wohl gestehen. Um mich so schlimm geschieden von meinem lieben Mann. Gott weiß im Himmel droben, ihr tragt die Schuld daran. Von uns aus, schwuren beide, ist dieses nicht geschehen. Das wollen wir, aufspringend, rief's Kriemhild, alsbald sehen. Seid ohne Schuld ihr dessen, was man ihm angetan, so tretet zu der Bahre vor allem Volk heran. Und siehe da, ein Wunder, begab sich, wie's geschieht, zuweilen, wenn der Mörder man bei dem Toten sieht. Neu blutete die Wunden, als man voll Trotzes da den Tronjer zu der Leiche Herrn Siegfrieds treten sah. Die blut'gen Bäche flossen, noch stärker als zuvor, und Kriemhilds Klage gellte wild an der beiden Ohr. Doch Gunther sprach voll Truges, ich sag die Wahrheit an, ihn schlugen feige Schächer, nicht Hagen hat's getan. Mir sind die feigen Schächer, rief Kriemhild, wohl bekannt, es tat es niemand anders als eure schlimme Hand. Dich Gunther und dich Hagen, euch beide klag ich an. Da brachten durch die Menge sich Siegfrieds Degen Bahn, mit Schwert und Speer und Rechen des treuern Pelden Tod. Doch Kriemhild rief nicht also, ertragt mit mir die Not. Im heilgen Dome schfände uns Rache übel an. Da wichen sie, voll Trauer, trat Gernot Not heran. Mit Geiselher den Brüdern, was fast das Auge blind, vor ungegroß übergroßem Leide, es weinte wie ein Kind. Herr Geiselher, o Schwester, rief er, Herz traute mein, o tröste dich des Todes, es musste wohl so sein. Wir wollen dir's ersetzen, das ganze Leben lang, mit Liebe und mit Treue, drum sei nicht allzu bang. Mit aufgehobenen Armen sank stumm sie in die Knie. Sie wusste, wohl auf Erden gab's keinen Trost für sie. Im ganzen Dome niemand, man ohne Tränen fand, als man die Sterbgewande um König Siegfrieds wand. Und ihn drauf vorn die Bahre, wo er gebettet lag, zum Sarge trug von Golde, es war schon hoch am Tag. Von seinen Freunden hob sich da ein gewaltger Drang, wohl 100 Seelenmessen man für den Toten sang. Als die gesungen waren, verliefen viele sich, da sprach Kriemhild die Treue, bei Siegfried bleibe ich, 3 Tage und 3 Nächte will machen ich allhier, dass ich den Herzgeliebten so lange noch hab bei mir. Vielleicht, dass Gott gebietet und mich auch nimmt der Tod, dann wäre doch zu Ende Kriemhildens Herzen Not. Und ohne Trank und Speise sie mit den ihren blieb. Der jammerreichen taten es alle gern zu lieb, das Treue in Gesinde des Helden eifrig pflag, so härten sie 2 Teichte bis zu dem 3. Tag. Und an dem 3. Morgen, zur ersten Messezeit, da war zu Worms am Münster der Kirchhof weit und breit, erfüllet von den Leuten und klagt und weinen scholl, sie dienten ihn im Tode, wie man es freunden soll. In diesen Tagen wurden, so hörte man die mehr, an 30.000 Marken, vielleicht war es auch mehr, um seine Seele willen den armen Volk geschenkt, auf das man immer seinen in guter Treu gedenkt. Als nun zum Grab sollt gehen Siegfriedens treues Weib, er bebte so vor Jammer an Seele sie und Leib, dass man sie aus dem Brunnen mit Wasser oft begoss, da bat sie um das eine Herrn Siegfrieds Mannen bloß. Lasst mir, sprach sie, ein kleines, heut noch zu lieb geschehen, dass ich sein schönes Antlitz noch einmal möge sehen. Sie bat in ihrem Jammer so lange und so stark, dass man erbrechen musste den wohl verschlossenen Sarg. Da brachte man die Herren, wo sie ihn liegen fand. Sie hob sein Haupt noch einmal mit ihrer weißen Hand und küsste ihn, o Siegfried, viel edler Ritter gut. Es weinten ihre Augen in wilden Schmerzen Blut. Ein jammervolles Scheiden, das musste nun geschehen. Sie trugen sie von dannen, sie konnte nicht mehr gehen. Als sollte auch ihr ersterben, vor Leids der schönen Leib, so sah man Kriemhild liegen, das todgetreute Weib. Bitter, bitter.
Und wir machen gleich weiter mit dem 18. Abenteuer. Wie Siegmund wieder nach Niederland fuhr. Am andern Tag ging Siegmund zu Kriemhildsgardem hin. »Lasst uns von hinnen fahren«, sprach er zur Königin. »Wir sind un liebe Gäste, glaubt mir's, am Rheine hier. Drum zieht, viel liebe Fraue, gen Niederland mit mir. Wo sind auch dort die Hallen und Saal und Söller leer? Man sieht den König Siegfried zu Santen nimmermehr. Doch sollt ihr es nicht entgelten, was man uns angetan. Ich will in guter Treue mit eurich nehmen an. Ich will für alle Zeiten euch wohlgewogen sein, um meines Sohnes willen, um meinen Enkelein. Ihr sollt in Macht und Ehren bei mir zu Santen stehen, wie es vormalen Siegfried von mir aus ist geschehen. Es sollen euch gehören die Krone und das Land, und all die Degen Siegfrieds gehorchen eure Hand. Die Knechte, da sie hörten, es gehe fort nach Haus, die führten voller Eifer die Rosse schon heraus. Das Leben bei den Feinden war ihnen allen leid. Die Mägdlein auch und Frauen suchten das Reisekleid. Als nun der edle Siegmund gern weggeritten wär, da trat zu Kriemhilds Stuhle Frau Ute tränenschwer und bat, sie möcht doch bleiben im Heimatland am Rhein. Da sprach die Freudenarme: Wie soll das möglich sein? Wie könnte denn ich immer vor meinen Augen sehen, von dem mein armen Weibe so großes Leid geschehen? Herr Geiselher, ihr Bruder, sprach da: O Schwester mein, du sollst in Kindestreue bei deiner Mutter sein. Die dir das Herz beschwerten in wildem Rachemut, brauchst du nicht zu beachten, du zehrst von meinem Gut. Nie kann das, sprach Kriemhilde, o Geiselher, geschehen. Vor Leide würd ich sterben, müß ich den Hagen sehen. Dafür weiß ich schon Hilfe, o liebe Schwester mein. Du sollst bei deinem Bruder, bei mir für immer sein. Ich will durch meine Treue dir lindern Siegfrieds Tod. Da sprach die Gottesarme: Da wär mir wahrlich Tod. Was tust du in der Fremde, sprach weiter Gerenot. Wie stark auch einer gelte, so rafft ihn doch der Tod. Und dir ist, außer Siegmund, kein Degen dort verwandt. Du hättest wenig Sippe im fernen Niederland. Bedenke das, o Schwester, und tröste deinen Mut. Bleib hier bei deinen Freunden, wir meinen's wahrlich gut. Da ward ihr weich zumute, ihr Heimatland Burgund. Sie liebt es und sie hegt es im tiefen Herzensgrund. Wohl trat Siegmund der König nochmalen zu ihr hin und sprach die Mannen Siegfried: O treue Königin, sie warten bei dem Rossen, es ist zum Reiten Zeit. Seid ihr jetzt zu der Reise gen Niederland bereit? Ihr war der Sinn gewendet, sie sprach: O Freunde mein, die raten mir, ich solle hier bleiben an dem Rhein. Ich habe keine Magen im fernen Niederland. Leid war's dem guten König, dass er sie so erfand. Er sprach: Lasst euch nichts raten und zieht mit mir fort. Vor allen meinen Magen sollt ihr die Krone dort nach Königswürge tragen, wie vor dem Mann euch sah. Ihr sollt es nicht entgelten, was hier an uns geschah. Um eures Kindlein willen, bleibt nicht allhier am Rhein. Das soll die treue Mutter nicht weise lassen sein. Ist euer Sohn erwachsen, der tröstet euch den Mut. Derweilen soll euch dienen manch kühner Degen gut. Sie sprach: Fürwahr, Herr Siegmund, ich kann nicht mit euch gehen. Ich bleibe in der Heimat, was mir auch mag geschehen. Es wollen meinem Magen mich trösten alle Zeit. Doch euch und eure Degen verschaff ich gut Geleit. Bis hin zum Niederlande, mein liebes Söhnelein, das sollt euch König Siegmund in Treu befohlen sein. Wie dieses Hofgelages, sprach Siegmund kummervoll, auch euch, o Frau Kriemhilde, ich nie mehr sehen soll. Wir reiten, arm am Freunde, zurück in unser Land. All meine Sorge sind mir erst heute recht bekannt. Lang saß in seinem Stuhle der König jammerschwer, als könnte er sich vor Leide erheben nimmermehr. Da küsst er sie, doch Urlaub erbat von niemand sich. Der greise Held der Saman, Herrn Gernot minniglich, mit Geiselher ihn grüßen, denn beide tat er leid,
Herr Geiselher, der gab ihm im Treue das Geleit. Aus der Burgunden Marke bis heim zum Niederland, was drauf all dort geschehen, das ist mir unbekannt. In Worms jedoch da klagte Kriemhilde alle Zeit, die jammerreiche Wittib, ihr schweres Herzeleid. Es stand getreue niemand ihr bei in ihrem Schmerz, als Geiselher ihr Bruder, der tröstet ihr das Herz. Brünnhild aber thronte in stolzem Übermut. Nie fragte sie nach Kriemhild und ihrer Tränen Flut. Sie ward zu Lieb und Treue ihr nimmermehr bereit. Da schuf auch ihr Frau Kriemhild gar bitterliches Leid. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich habe es versucht, besser zu betonen als sonst und es ist auch das Tempo ein bisschen zu drosseln, ihr müsst, wenn ihr mir nicht schreibt, dann gehe ich davon aus, ihr findet das so gut. Und wenn dann jemand mir schreibt, mach ein bisschen langsamer, schau mal dies, schau mal das, dann berücksichtige ich. Ich kann nur mit dem arbeiten, was ich von euch zurückbekomme. Insofern ermutige ich euch zu kommentieren. Zu dem Inhalt nochmal zusammengefasst. Hagen hat den guten Siegfried oder den Leichnam von Siegfried der Kriemhild direkt vor die Tür gelegt. Kriemhild selbst hat es aber nicht gesehen, sondern es hat ein Diener ihn gefunden, hat ihr Bescheid gesagt. Sie kam dann und hat sie ihn betrauert. Sie hat dann Siegmund Bescheid gesagt. Siegmund hat dann den Nibelungenschar Bescheid gesagt und die wollten gleich direkt zur Waffe greifen und den Meuchelmörder töten, was verständlich ist. Aber Kriemhild hat sie davor gewarnt und gesagt, macht das lieber nicht, sonst geht ihr selber drauf. Was auch in dem Fall sehr klug war, dass sie das getan hat. Siegfried wurde aufgebahrt und als Hagen dann rantrat, begann die Wunde wieder zu bluten, von neuem. Und so war jedem eigentlich bewusst, Hagen hat ihn getötet. Was mich jetzt bei dem 18. Abenteuer jetzt sehr verwundert, ist die Tatsache, als Geiselher und Gerenot auf Kriemhild einreden. Und Gerenot sagt an der einen Stelle, bleibe hier, du hast keine Magen, also du hast keine Verwandten dort in Niederland. Bleib doch in Burgunden. Und an der Stelle habe ich mich wirklich gefragt, wie kommt er eigentlich dazu? Ich meine, die wissen doch, dass sie einen Sohn hat, den Gunther, den sie genannt haben nach dem König Gunther. Ja? Nach dem Schwager hat man ihn benannt, den Sohn. Von dem kriegt man ja komischerweise jetzt nichts mit. Ich finde auch ein bisschen, jetzt persönlich gesprochen, die Entscheidung von Kriemhild sehr merkwürdig, das Kind einfach so zu lassen. Also gar nicht mehr zurückzugeben und das Kind einfach jetzt zu verweisen. Finde ich sehr seltsam. Denn es ist wirklich so, da hat der Siegmund auch aus Erfahrung gesprochen, dass die Kinder dann sehr wohl trösten können und er wollte nur das Beste für sie. Aber Kriemhild wollte irgendwie nicht. Und ich denke mal, das war auch keine gute Idee. Aber sagen wir es mal so, wäre Kriemhild in die Niederlande gefahren und wäre gegangen, wäre die Geschichte an dem Punkt jetzt schon vorbei. Das macht sie natürlich nicht. Sie bleibt in Burgund und dadurch geht die Geschichte auch weiter. Nun gut. Wie gesagt, ich hoffe, das hat euch bis hierhin gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, falls das so, wie ich das gelesen habe, gefallen hat. Ich bin immer wieder rausgefallen, das habe ich bemerkt, weil es schwierig ist zu entscheiden, bleibe ich in der Kadenz, bleibe ich da drinne, weil die Nibelungen ist in 4 Halbverse geschrieben und dann gibt es ja die männliche und weibliche Kadenz. Ich glaube, in der ersten ist es eine männliche Kadenz, im zweiten eine weibliche, egal, also männlich, weiblich, so ungefähr oder andersrum. Das Ding nur ist, was ist, wenn von den 4 Strophen zum Beispiel als eine Frage endet? Das habe ich noch nicht ganz raus. Bei einer Frage
erhebt sich ja die Stimme am Ende. Und eigentlich, wenn der Vers vorbei ist, müsste sich die Stimme ja, die Betonung runtergehen. Das heißt, bei einer Frage, das tut sich gegenseitig ein bisschen beißen. Auf der einen Seite wird am Ende eine Frage gestellt, wodurch eigentlich die Betonung nach oben geht. Ja, kennen wir uns? Man sagt ja, kennen wir uns? Und dann geht ja die Betonung rauf. Aber weil die Strophe vorbei ist, müsste eigentlich, kennen wir uns? Müsste es eigentlich heißen, weil die Strophe vorbei ist, in den Vieren. Und da weiß ich nicht, betont man das dann? Also was? Schlägt die Frage, die Regel? Oder ist die Regel hier ernsthaft immer durchgezogen? Schwierig. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, ich habe das gut hingekriegt. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Bye. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.